Geocell. Mehr Grund zum Wohlfühlen. Geocell. Umweltgerecht, effizient, nachhaltig. Geocell Schaumglasschotter ist ein unvergleichlich vielseitiger Wärmedämmstoff. Hochwärmedämmend, lastabtragend, kapillarbrechend, dauerhaft stabil, unbrennbar, enorm leicht und absolut umweltfreundlich. Geocell erreicht durch ständige Forschung und Weiterentwicklung einen hohen Innovationsgrad und gehört zu einem der führenden Produzenten von Schaumglasschotter in Europa. 4 Produktionsstätten in Gaspolzhofen, Edewecht, Oelsnitz und Knittlingen garantieren eine flächendeckende Versorgung. Dezentral und nah am Kunden, kostengünstig und zeitgerecht, auf jeder Baustelle. Den Hauptbestandteil von Geocell Schaumglasschotter bildet gemahlenes Recyclingglas. Mit ökologischen Aktivatoren versetzt wird das Rohgemenge bei ca. 900 Grad in einem Hochleistungsofen gebacken. Dieser Schäumungsprozess bildet Millionen von Mikroporen. Beim anschließenden Abkühlungsprozess zerbricht der Dämmstoffkuchen gezielt zu Schotterstücken mit einer Körnung zwischen 10 und 60 mm. Geocell überzeugt im Hochbau durch seine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung als lastabtragende Wärmedämmung unter der Bodenplatte. In der Sanierung spart die Kombination aus Drainageschicht und Wärmedämmung Zeit und Geld. Statische Erwägungen spielen beim Einsatz von Geocell in der Überdämmung von Gebäudeteilen eine wesentliche Rolle. Als wärmedämmende Leichtschüttung im Garten- und Landschaftsbau punktet Geocell Schaumglasschotter durch seine großartige Wärmedämmung kombiniert mit dauerhafter Leichtigkeit. Im Tief- und Verkehrsbau ist die Entlastung von schlechten Böden durch Schaumglasschotter entscheidend. Geocell Schaumglasschotter ermöglicht es Architekten, Statikern und Bauunternehmern, ökologische Alternativen zu erdölbasierenden Dämmstoffen wirtschaftlich zu realisieren. Das Material ist hochwärmedämmend. Das Zweite ist, ich bringe natürlich in den Fundierungen entsprechend die Lasten unter. Das heißt, dieses ist hochlastabtragend. Er hilft uns natürlich auch in diversen Grenzbereichen Stabilisierungen des Bodens vorzunehmen, unkompliziert. Es ist ein sehr schlichter und einfacher Aufbau damit möglich. Und das, was ich noch extrem schätze, ist im Prinzip, dass es feuchteresistent ist. Das heißt kapillarbrechend, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Damit habe ich auch die Chance, ordentliche Bodenaufbauten nur einmal zu gewährleisten, innen, ohne dass ich da ziemlichen Aufwand betreibe. Dass man nämlich der Ausführende draußen keinen Fehler machen kann. Auch wenn er dann beim aufgehenden Mauerwerk die Dämmung schlampig in dieses Material reinsetzt, dadurch, dass ich die Sockeln alle mit dem Material überschütten lasse und so eine Art kleine Schirmdämmungen noch baue dazu, bin ich natürlich immer wärmebrückenfrei und da kann er keinen Fehler mehr machen. Und das ist auch einer der großen Vorzüge, die da sind. Und dadurch setzen wir es eigentlich sehr, sehr gerne ein. Geocell Schaumglasschotter lässt sich durch sein geringes Gewicht, das weniger als einem Zehntel von herkömmlichem Rollschotter entspricht, sehr leicht und zeitsparend einbringen. Wie hier am Beispiel einer wärmegedämmten Bodenplatte. Der völlig unregelmäßige, zum Teil runde Grundriss dieses Gebäudes hätte das Verlegen von Dämmstoffplatten extrem zeitintensiv gestaltet. Für das Gemeindeamt Lochen wurde Schaumglasschotter gewählt als Material unter der Bodenplatte. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es einfach die lastabtragende Wirkung des Schaumglasschotters. Man benötigt keine Fundamente und Frostschürzen. Das ist durch das, dass es ein runder Bau ist, in dem Fall auch mit einer gewissen Kosteneinsparung verbunden. Dann ist noch zu erwähnen einfach die wärmedämmende Wirkung dieser Schaumglasschotterschicht von ca. 25 cm und die Drainageschicht. Ein einfaches Geotextil über dem Erdplanum dient im ersten Schritt als Trennlage.
Seitlich wird das Vlies etwas länger zugeschnitten, damit im folgenden Arbeitsschritt die Dämmschotterschicht sauber bis unter die Bodenplatte eingepackt werden kann. Als nächstes folgt schon das Einbringen von Geocell-Schaumglasschotter. Für alle Baustellenzufahrten und Größen gibt es perfekt abgestimmte Anliefermethoden. Mit Schubboden-LKWs, Containerzügen, in Big Bags oder mit einem Schütttuch. Nach der gleichmäßigen Verteilung wird in der Regel 30% verdichtet, um die Körner ineinander zu verzahnen und eine stabile, lastabtragende Tragschicht auszuformen. Drainage und perfekte Wärmedämmung in einem Schritt, das ist einer der wesentlichen Vorteile. Je nach Größe der Einbaufläche kommen große Erdbauwalzen, kleine oder mittlere Rüttelplatten oder Stampfer zum Einsatz. Bei Dämmstärken von über 30 cm wird in 2 Lagen nacheinander aufgeschüttet und verdichtet. Falls erforderlich, sind punktuell auch höhere Druckfestigkeiten möglich. Mittels statischem Lastplattenversuch kann die Fläche für Folgegewerke abgenommen werden. Die weiteren Schritte entsprechen dem konventionellen Bodenaufbau. Nach dem seitlichen Einschlagen des Geotextils wird Geocell mit einer PE-Folie abgedeckt, die Bewehrung ausgelegt und die Betonbodenplatte abgegossen. Wesentlicher Unterschied: Das Fundament wird von einer geschlossenen Außendämmung wärmebrückenfrei eingepackt. Eine Grundvoraussetzung für jeden Neubau mit guter Energiekennzahl. Fachkundige Bau- und Anwendungstechniker bei Geocell informieren Sie jederzeit gerne über alle Details. Und eine umfangreiche Online-Objektdatenbank gibt Auskunft über erfolgreich umgesetzte Bauprojekte. Das Haupteinsatzgebiet ist der Ersatz der Rollierung unter einer Bodenplatte. Da liegen die großen Vorteile dieses Produkts dabei, dass man einerseits die Streifenfundamente einsparen kann, andererseits das Geocell genau die gleichen Eigenschaften wie der Rollschotter hat. Es ist lastabtragend und kapillarbrechend, aber darüber hinaus hat es eben den großen Vorteil, dass es wärmedämmend ist. So eine 30 cm Schicht, wie sie üblicherweise im Verdichteten eingebaut wird, entsprechen ca. 15 cm einer herkömmlichen Wärmedämmung. Ja, bei unseren ersten Einsätzen vom Geocell sind wir sehr optimal unterstützt worden. Die Fachberater der Firma Geocell haben uns unterwiesen, wie es eingebaut wird, welche Rüttelplatten optimal verwendet werden, und es gibt da wirklich eine gute Unterstützung von der Firma. Geocell Schaumglasschotter. Mehr Grund zum Wohlfühlen. www.geocell-schaumglas.eu